Diese Canzone hat ein unbekannter Gondoliere komponiert, vor 200 Jahren. Außer seinen Liedern wissen wir nichts von ihm. Sicher ist nur, dass seine Gondel durch eine Stadt glitt, deren Regierung Meisterin in dem Kunststück war, reich zu sein und dennoch Geist zu haben. Längst war auf dem Rialto die Leidenschaft der Geschäfte mit Seiden und Gewürzen erloschen. Umso höher aber handelte man Luxus und Liebe. Und allenthalben war die alte Weisheit wirksam, dass zwar nicht die edelste, aber die verlässlichste Grundlage für menschliche Beziehungen der beiderseitige Vorteil ist. Deshalb erlaubte Venedig seinen Gästen fast schrankenlos, ihre Träume in Wirklichkeit umzusetzen. Natürlich musste es Leute geben, die diese Träume arrangierten. Wie sollte denn ein junger Fremder wissen, wenn er etwa eine Dame besuchen wollte, ob der Schlüssel zu ihrer Gunst seiner Börse noch zuträglich war? Nur einer wusste überall Bescheid, der Gondoliere. Und der unsere, nennen wir ihn Giovanni, war ein besonderes Exemplar. Augenzeuge, Kreditbesorger, Serenadenspieler, mit nur einer einzigen festen Tätigkeit, dem Dienst in der Ca' Rezzonico. Die Familie Rezzonico bewohnte damals den Palast, der heute noch nach ihr benannt ist. Giovanni hatte es gut bei ihnen, denn er war mit einer Fantasie begabt, die ausreichte, das immense Vermögen seiner Herren in pures Vergnügen zu verwandeln. Noch ehe es Tag wurde, betrat er den Palast. Zusammen mit dem Maggiordomo, der natürlich sein Vetter war, durchmaß er schnuppernd und prüfend die Repräsentationsgemächer, in denen am Vorabend wieder einmal um hohe Summen gespielt worden war. »Hat er verloren?« fragte er und meinte damit den Sohn des Hauses. »No«, sagte der Maggiordomo, »peggio, schlimmer. Man hat ihn erwischt.« »Beim Falschspielen?« »Aber nein, mit Marietta.« »Madonna Santissima«, sagte Giovanni. Marietta war eine Kammerzofe, die sich erfolglos bemühte, ihre quellenden Reize in Zaum zu halten. Leider waren höhere Autoritäten im Hause an diesen Reizen nicht uninteressiert. Und so war der Herr Vater in einen nicht ganz heiligen Zorn geraten, als er Marietta in den Armen seines Nachfahren entdeckte, den er als Nebenbuhler sehr schlecht vertrug. Und das Ganze, entrüstete sich der Maggiordomo, spielte sich auf diesem Sessel ab. Auf dem Sessel des Papstes. Ja, che scandalo, sagte Giovanni. Und beiden lief das Wasser im Munde zusammen. Ratlos blickte Papst Clemens XIII. Rezzonico auf seine Familie herab. Schon als er noch Bischof in Padua gewesen war, hatten ihm die Verwandten Sorgen gemacht. Der Ernst der Wissenschaft, dem er huldigte, war ihnen nicht einzupflanzen. Er hatte ihnen einen geistlichen Maler ins Haus geschickt, sie für die Heiligkeit der Kunst zu erwärmen. Stattdessen fand der Mann Geschmack daran, seine neuen Herren in halborientalischen Gewändern zu porträtieren und damit ihre Eitelkeit noch zu steigern. Der franziskanische Architekt, der als nächster kam, gewann im Gespräch mit dem Hauspoeten die Erkenntnis, dass man die Lust an der Keuschheit verlieren kann. Giovanni war mit allen befreundet. Denn gleich ihnen nahm er das Leben als ein Theaterstück, komponiert aus Leichtsinn, Schönheit und Musik. Um die Wogen des gestrigen Vorfalls zu glätten, ruderte er die Rezzonico am Abend ins Conservatorio, ins Waisenhaus, dessen weibliche Zöglinge für ihre musikalische Kunst berühmt waren. Dann war ein großes Pranzo vorgesehen, ein Galadiner im Theater, womit der Höhepunkt des Karnevals eingeleitet wurde. Giovanni hatte seine große Zeit. »Wenn Sie ein Nashorn sehen wollen«, sagte er dem jungen Herrn, der von Marietta abgelenkt werden musste, »so werden Sie auch noch etwas Zierlicheres vorfinden, und man wird Ihnen geneigt sein.« »Eccellenza«, sagte er dem Vater, »besuchen Sie den jungen Herrn doch morgen Nachmittag. Sie werden ihn in angenehmster Gesellschaft treffen, und Sie werden sehen, Marietta ist vergessen.« »Wie hast du das gemacht?« »Eccellenza, das Schicksal liegt in unseren Händen.« Ein Beutel mit Zechinen wechselte den Besitzer. Man konnte die Leute zufriedenstellen. Man musste nur ihre Geheimnisse kennen. Das war schließlich auch der Grundsatz der Regierung. Maskierte Besucher waren während des Karnevals selbst beim Dogen zugelassen. Das Haupt der Republik und seine Räte wussten längst, dass der Karneval das raffinierteste Mittel war, um auch nach verlorener Macht noch große Politik zu machen.
Und so beschloss man, den Karneval auf die Dauer eines halben Jahres auszudehnen. Der Große Rat stimmte einmütig dafür. Damit aber war der Anstrengung genug geschehen. Ungeduldig sah man einem Ereignis entgegen, auf dessen Wiederkehr sich ganz Venedig freute. Die Ausfahrt des Dogen auf dem Bucintoro an Christi Himmelfahrt zur zeremoniellen Vermählung Venedigs mit dem Meer. Für Giovanni endete an diesem Tag der Dienst bei den Rezzonico, den er erst am Beginn des Winters wieder aufnahm. In der Zwischenzeit lebte er von der Neugier der Fremden. »Signor Illustrissimo«, sagte er zu einem nördlich blassen Kaufmannssohn, »das Gold, das Sie hier sehen, ist nicht Farbe. Es sind 3 Millionen Zechinen.« »Verschwendung«, sagte der junge Herr. »No, Signore, Gloria, Gloria di Venezia. 168 Männer bewegen die Ruder, aber es sind keine Sklaven. Es sind die besten Arbeiter des Arsenals. Für sie ist das un privilegio, capito?« Über den Rudern aber saßen in ihren Prunkgewändern die Notabeln und schwitzten. Gott sei Dank würde bald der Tag der Sommerfrische kommen und damit der Umzug auf das Festland. Der Doge musste nur noch auf das Heck hinaustreten, seinen Diamantring ins Meer werfen zum Zeichen der Vermählung Venedigs mit seinem Element, und schon konnte man erleichtert die Stadt verlassen, um bis zum Herbst auf dem Festland in kühlen Villen einfach und erholsam zu leben. Wenigstens bildete man sich das ein, und somit war es wahr. Auf der Heimfahrt zeigte Giovanni dem Fremden ein kleines Schiff. »Sieh dort die Barca für die Reise in die Sommerfrische.« Eine berühmte Einrichtung. De Brosse, Casanova, Goethe und viele andere haben sie benutzt, um den festländischen Sommerstrapazen der Venezianer als Zaungäste zuzusehen. Bald hatte auch Giovanni eine Partie solcher Neugieriger zusammengebracht und man fuhr, von seiner Musik begleitet, an die Brenta. Siamo alla riva, signor illustrissimo, la vostra diva, vedo il balcon, co forte strepito su dei qui piffari, batte qui timpani sopra il trombone. Godevela carissima, a spalle del Paro. Un camisote invece marante che a stanotte consolazione. Non vegni in pergolo contando frottole, scornando i bulesi sul mio zibbo. Godevela carissima, a spalle del Paro. Signore e Signori, so hub Giovanni zu erzählen an, dies ist die Villa der Familie Foscari. Sie hat einen Spitznamen, La Malcontenta, die Unzufriedene. Aber die Familie hörte nicht gern. Denn La Malcontenta war eine Dame Foscari, die sich geweigert hat, einen Mann zu nehmen und auch nicht in ein Kloster gehen wollte. Nachdem sie ihren Willen bekommen hatte und die Villa dazu, wurde sie bissig und starb böse. Verstehen Sie das? Unerwähnt ließ Giovanni, dass mit den Foscari überhaupt nicht gut Kirschen essen war. Sie hatten der Republik mehrere Dogen gestellt und ihre Macht mit Härte verteidigt. Die Foscari gehörten zu jener Handvoll alter Familien, die an der Überzeugung festhielten, dass Venedig keinen Landbesitz haben, aber über die Meere unumschränkt herrschen sollte. Als die Türken im Mittelmeer erschienen, haben diese Familien den Rückzug Venedigs zu einem jahrhundertelangen Ringen ausgedehnt. Immer wieder gelangen ihnen Siege, die auf Rückeroberung des Verlorenen hoffen ließen. Und endlich gab die Schlacht von Lepanto, in der die vereinten Flotten Spaniens, Venedigs und des Papstes die Türken vernichtend schlugen, der Republik noch einmal die Illusion ihrer wiederhergestellten Größe. Schließlich aber waren auch für die Foscari die Zeiten zu Ende, in denen ein Doge sein Gebetbuch mit einer versteckten Waffe versehen musste, um bei der Andacht beruhigt zu sein. Nur der Reichtum war geblieben, die Macht war verspielt. Heute blickten die Bilder der Dogen auf unheroische Zustände nieder. Die Damen bangten nicht mehr um ihre Männer, sondern um die Gunst der Friseure, denn der weibliche Teil der Geschichte Venedigs hatte begonnen.
Haben Sie den Mohren gesehen, sagte Giovanni. Er hat der Dame einen Brief gebracht, den sie kaum zu lesen wagt, weil ihr Mann im Hause ist. Ich kann Sie verstehen, denn amabile ist der Mann wirklich nicht. Aber der Beichtvater hält zu ihr. Und das kann er ja auch leicht, denn wenn Frauen zur Beichte gehen, sagen sie ja doch nur, was sie nicht getan haben. So beschaffen also war die Methode der venezianischen Damen, die Familie in Harmonie zu halten und dennoch nicht ohne Vergnügen zu sein. Nur in der Tochter des Hauses vermischten sich Sehnsucht und bange Ahnung. Und Giovanni hat eine Arie darauf geschrieben. Ein melancholisches Haus, sagte einer der Gäste auf der Barca. Mitnichten, entgegnete Giovanni. Gehen Sie nur einmal in die Küche. Wir Venezianer glauben, dass man nicht altert, solange man bei Tisch sitzt. Wenn auch 7 Männer auf einem Karren nicht hereinbringen können, was eine Frau in der Schürze hinausträgt, die Hauptsache ist, man lässt nichts anbrennen. Denn schließlich ist es besser, sich Hörner aufsetzen zu lassen und gut zu essen, als keine Hörner zu tragen und zu hungern. Wenn die Haare weiß werden, kann man schließlich immer noch von den Frauen lassen und zum Wein übergehen. Im Übrigen, was passiert, wenn die Herrschaft abwesend ist? Darüber habe ich ein Liedchen. Tu sarai adesso contenta che il Paloma cassa via, che il Paloma cassa via, che Diseo mia bea figlia, sea stata una buona azione. Che Diseo mia bea figlia, sea stata una buona azione. Si slongar la vuode, ma vuoi ben che la paghe. Far che intenderlo già prima, non so che ne vuol paron. Far che intenderlo già prima, non so che ne vuol paron. Illustrissimi Signori, so sagte jetzt Giovanni, wir nähern uns einem Hause, von dem ich Ihnen wieder eine Geschichte erzählen werde, aber Sie müssen mir eines versprechen, la discrezione. Warum erzählen Sie sie denn dann? Mein Herr, ich bin Venezianer, ich würde platzen. Alsbald hörte man von der nächsten Villa eine sehr elegische Musik.
»Wissen Sie, warum man hier so traurige Weisen spielt?« sagte Giovanni. »Die Dame des Hauses ist krank. Sie hat Migräne. Noch gestern tanzte sie mit einem properen Kavalier, den ihr jedermann gönnt, bis dem Orchester der Atem ausging. Dabei sind die Musiker in Venedig einiges gewöhnt. Und dann wollte sie noch Theater spielen. Improvisiertes natürlich, Commedia dell'arte. Die Dienstboten hatten schon früher am Abend damit angefangen. Und da passierte es dann. Der Darsteller des Pantalone, ein Signore, der die Dame schon lange verehrt, begann ein Histörchen über ihren Kavalier zu erzählen. Und der Kapitan Fracassa verstand nicht, woher ein solcher Knopf den Erfolg bei Frauen nehme, während der Kavalier selber nur stotterte und gar kein Held war. Also schloss die Dame, die Geschichte ist wahr. Sie ist betrogen, sie legt sich ins Bett. Man müsste Medizin haben. Da gab es, ein paar Villenbrenta aufwärts, ein verwunschenes Haus, von geheimnisvollen Männern bewohnt. Einer davon war Arzt. In seinem Laboratorium braute er mancherlei Arzneien, beobachtete beim Prozess ihrer Herstellung die Konstellation der Gestirne, rezitierte manchmal über den Destilliergläsern stundenlange Texte. Kurzum, er war ein Mann von hoher Kunst und geheimnisvoller Wissenschaft, zu dem man Vertrauen haben konnte. »Meine edlen Nachbarn«, sagte er, »ich kann Zahnweh kurieren, aber gegen die Krankheit Ihrer Dame habe ich kein Mittel. Fragen Sie ein Stockwerk höher an. Wir suchen Gold. Wir brauen keine Tränklein. Wenn Sie Gold suchen, hier wäre welches. Um welche Krankheit handelt es sich? Liebe. Nehmen Sie dies«, sagte der Alchemist und nahm die Flasche herunter. Während die Medizin in das Haus der Dame gebracht wurde, waren dort Harlekine vorbeigezogen. Der kleinste von ihnen war durch das Kellerfenster gekrochen und hatte eine hübsche Zahl von Flaschen herausgereicht. Als die Medizin in der Dame zu wirken anfing, konnte sich nur noch ein Harlekin auf den Beinen halten. Schon bei seinem ersten Wort fing die Dame an zu lachen. Sie war geheilt. Der Barca aber entstieg ein neuer Kavalier. Giovanni hatte es vorher gewusst. El batelo se la rifacemo pute qua per voi. Vegli via presto con noi, che staremo in allegria. Vegli via presto con noi, che staremo in allegria, che staremo in allegria. Care fie, care matone, no stedrio pia quel topè, tutte bonza parare, nostra che la compagnia, nostra che la compagnia. Aspettarlo siamo stufi e fa tardi che vede, se pur non via risolve che un fianco ancora aspettaremo, se pur non via risolve che un fianco ancora aspettaremo, che un fianco ancora aspettaremo. Vede qua sangue de Diana, nane che cocane buono, non si perda tempo più, voghe su via presto andemo, voghe su via presto andemo. Graf Gianfranco Valmarana lächelte, als Giovanni ihn darum bat, den Gästen von der Barca das Prokuratorenzimmer zeigen zu dürfen. Des Grafen Onkel, einer der 4 amtierenden Prokuratoren, hatte den Hausherrn schon vor Jahren auf Giovannis Nützlichkeit hingewiesen. Und seither hatte die Behörde, die das ungeheure Vermögen des heiligen Markus verwaltete, sich des heiteren Gondoliere als Kurier und Informant oftmals bedient. Diesmal brachte Giovanni für den Grafen die Nachricht mit, der unangenehmste der Prokuratoren habe diese Welt soeben verlassen. Jetzt könnte der Herr Graf doch wohl selber. Der Hausherr fand den Gedanken sehr erfreulich und seine Familie nicht minder. »Du wirst um einen Zobelmantel nicht herumkommen«, sagte die Gräfin. »Das erste in deinem Leben, was vernünftig ist«, sagte die Schwiegermama. Das Herz des Töchterchens aber begann zu träumen.
Eine eigene Gondel, Serenaden unter meinem Fenster. Ich werde eine wundervolle Partie sein. In dem feinen Geflecht von Beziehungen, Verwandtschaften, Liebes- und Staatsaffären, das die venezianische Gesellschaft zur sensibelsten der Welt machte, würde sich also etwas ändern. Denn als Prokurator würde man in den Mittelpunkt dieser Gesellschaft rücken. Die Gräfin dachte praktisch. Wir müssen unsere Salons neu dekorieren lassen. Ich denke an Chinoiserien. Natürlich, man muss ja den Leuten dankbar sein, denen man sein Geld verdankt. Mein Lieber, es ist die letzte Mode. Und du findest einfach nichts Eleganteres. Auf die Rückwand der Sala Terrena muss der Großkhan gemalt werden, wie er die Huldigung seiner Untertanen empfängt. Man muss ja schließlich repräsentieren. Und für das Damenzimmer wünsche ich mir Lack. Passt so gut zur Schokolade. Mein Lieber, bei uns wird künftig am Nachmittag Tee gereicht. Grüner chinesischer Tee, etwas bitter, aber von geistigem Aroma. Die Frauen meiner Kollegen werden hingerissen sein. Du sei still. Wenn du mich, zeitweilig natürlich, in meinem Boudoir besuchen solltest, werden dich 4 freundliche Wächter begrüßen. Irgendetwas Venezianisches werden wir aber auch noch brauchen. Beruhige dich, das weiß ich schon. Wir haben doch hier so einen reizenden Garten. Den lassen wir in Glas kopieren und setzen ihn auf die Tafel. Du willst mir wohl mit Lauben und Fontänen die Aussicht auf ein hübsches Dekolleté verstellen. Das Ganze wird nur eine Handspanne hoch. Und so tief ist kein Dekolleté. Was sollte der gute Graf machen? Er war noch gar nicht zum Prokurator gewählt und schon hatte ihn die Signora seines Herzens eine Kassette voll Sekkinen gekostet. Er wusste genau, sollte er abgelehnt werden, würde seine Frau sagen, dann möchte ich doch wenigstens leben wie eine Prokuratorin. Lächelnd blickte er auf das Labyrinth hinunter, durch das Giovanni seine Gäste führte, und sagte Ja zu allem. Dann flachte er plötzlich über die Schulter. Denkst du eigentlich daran, dass wir in einer Stunde bei den Loano zum Mittagessen eingeladen sind? Du lieber Himmel, und ich habe das Boot nach Mira geschickt. Giovanni, könntest du uns mitnehmen? Ai vostri ordini, Eccellenza. Die Göttin des Verstandes haben wir ja, sagte der Graf. Aber woher nehmen wir eine für das Gedächtnis? Dann fuhren sie. Ditemi pur balordo, ditemi pur cocal, che non è da per mai, diseto bello, che non è da per mai, diseto bello, se anche ave bastone, o peso vume fe, a tutto mi de faso de capello, a tutto mi de faso de capello. Die Loano waren nicht reich, also wohnten sie einfach. Aber sie hatten eine große Leidenschaft für üppiges Essen. Und was nicht mehr in den Magen passte, daran sollte wenigstens das Auge sich freuen. Chi non ha la borsa grossa, troppi ciassi non può far. Chi non ha la borsa grossa, troppi ciassi non può far. Che vuol zecchini, no pochettini, quando di tutto se vuol gustar. Che vuol zecchini, no pochettini, quando di tutto se vuol gustar. Lasse pur mi nome perdo, de coraggio neanche un fia. Lasse pur mi nome perdo, de coraggio neanche un fia.
vuoi torme spasso e far del ciasso, coi pochi pessi tutto li sta. Vuoi torme spasso e far del ciasso, coi pochi pessi tutto li sta. Nach dem Essen schlug Carlo Loano den Valmarana einen Besuch in der Nachbarvilla vor. Wer wohnt denn dort? Eine Dame von sehr großem Einfluss. Lasst euch überraschen. Eine Laienschwester kam. Madre Tarcisia erwartet sie oben. Die Superiorin von Santa Monica, unsere reichste Verwandte. Madre Tarcisia war freundlich, aber nicht entzückt. Sie wollte sich ausruhen. Im Parlatorio ihres Klosters war es den ganzen Karneval über zugegangen wie im Kaffeehaus. Noch in ihrer Jugend wäre das alles undenkbar gewesen. Aber heute konnte sie die koketten Novizen kaum noch von ihren Besucherinnen unterscheiden. Die Männer fanden einen besonderen Reiz darin, anzusehen, was sie nicht bekommen konnten. Und die Damen genossen den heimlichen Neid hinter den Gittern. Da Madre Tarcisia das alles wusste, fühlte sie sich schuldig. So wandte sie ihre Liebe einem verwaisten Großneffen zu. Er sollte von der frivolen Stadt ferngehalten werden, sollte Blumen und Tiere malen und die Natur lieben lernen, sollte sehen, wie einfache Leute arbeiten und leben, sollte endlich erkennen, dass die Eitelkeit der Anfang aller Laster ist. Die gute Nonne bedachte nicht, dass die Venezianer alles auf das Land mitbrachten, auch ihre Vorliebe für lässliche Sünden. Die Damen putzten sich, die Ehemänner zahlten, es gab verschwiegene Kaffeehäuser, ideal für zärtliche Rendezvous. Alles wurde verziehen, nur eines nicht: eine Gelegenheit versäumt zu haben. Armer Neffe. Giovanni hatte inzwischen Barca und Gäste weit die Brenta heraufgeführt. In der Nähe von Bra hatten die Besitzer zweier Villen eine Fähre installiert, um ein gemeinsames Fest auszurichten. »Wie lange feiert ihr denn schon?« fragte Giovanni im Vorüberfahren. »Erst den 4. Tag.« Schließlich landete man in Bra, vor der Villa der Dogenfamilie Pisani, und blickte auf ein kleines Versailles. »Signori miei«, sagte Giovanni stolz, »hier sehen Sie, was unsere Dogen unter einer Sommerfrische verstehen.« Leider kann ich Sie nicht hineinführen, denn der Serenissimo ist anwesend. So kehrte man denn um, machte sich's in der Barca bequem, genoss den kühlen Wind des Nachmittags, entkorkte ein paar Flaschen Friaula Weines und glitt sanft die Brenta hinunter. Im sinkenden Licht kam man noch einmal an der Villa Valmarana vorbei. Ihre glücklichen Bewohner waren zurückgekehrt, und obwohl sie müde waren, konnten sie nicht aufhören, von den Freuden zu träumen, die der kommende Winter bringen würde.
Und der Winter näherte sich. Man merkte es an den großen Schiffen der Republik, die in die Lagune einscherten. An ihnen vorbei fuhren die Barken, die die Notabeln Venedigs und ihre Familien von der Brenta zurückbrachten in die Stadt. Die meisten von ihnen hatten sich überhaupt nicht erholt. 3 oder 4 Gesellschaften an einem Abend zu besuchen, war nicht ungewöhnlich gewesen. Denn auf ein Amüsement verzichten, welcher Venezianer wäre dazu imstande? Und das Geld war kein Gegenargument. Solange die Schiffe und die Fremden es brachten, gab man es aus. Das Problem lag anderswo. In wenigen Wochen begann die Saison. Und man hatte nichts geplant. Empfänge, Redouten, Konzerte, Theater, alles musste großartiger werden als im Jahr zuvor. Giovanni lief ein paar Schuhe durch, um den Ball vorzubereiten, den die Rezzonico sich in den Kopf gesetzt hatten. Sie wollten den berühmtesten Musiker Venedigs haben, Antonio Vivaldi, mit ganz neuer, nie gehörter Musik. »Habt ihr den Prete Rosso gesehen?« so fragte Giovanni überall. Il Prete Rosso, der rote Priester, war Vivaldis Spitzname und der Grund, warum er so schwer zu finden war. Er hatte nämlich feuerrote Haare, war deshalb scheu und zeigte sich fast nie in der Öffentlichkeit, außer wenn er musizierte. Endlich erwischte Giovanni den Maestro an der Akademie, steckte ihn in seine Gondel und ruderte stracks zur Ca' Rezzonico. »Finalmente, Maestro«, rief ihm der Hausherr vom Balkon entgegen. »Sie verdanken meine Anwesenheit nicht zuletzt der Tatsache, dass Giovanni ein so reizender Kollege ist«, sagte der große Meister, und Giovanni errötete vor Freude. Tags darauf begann das Fest.
Nach dem Ball begann das Bankett. Buon appetito, sagte Giovanni auf der Galerie. Schau an, Piero Loredan macht der Donatella Gritti den Hof. Die hat aber doch schon den kleinen Vendramin als Cicisbeo. Na, aber der ist ja auch neu verliebt in die kleine Valmarana. Wie immer an solchen Abenden kreuzten sich das Spiel der Liebe und das Spiel des Glückes. Und wie in den Ridotti, den teuren Spielsälen, die Venezianer, so spielte sich die Republik im Ganzen ihrem nahen Untergang entgegen, mit graziöser Geste und leichtem Herzen. Giovanni aber glaubte nicht an ein Ende. Er genoss jede Stunde, weil er mit den großen und den kleinen Leuten dieser Stadt lebte, allen gefällig und von allen geliebt. Aus jedem Blick zog er geheimes Einverständnis, aus jeder Bewegung Musik. Niemals, so spürte er, war der Augenblick so zärtlich gewesen, und er teilte mit seiner Stadt die Gabe, im Augenblick das Leben selbst zu sehen. Fast alles aus dem alten Venedig ist versunken, und schon ist vorherzusehen, dass die Stadt selber in das Meer zurückkehren wird, aus dem sie kam. Aber Giovanni ist noch immer lebendig, in den Liedern, die er sang, und im Gleiten der Gondel. Una cara macereta e il mio cuor sa innamora che si bella sia sporcheta in del genio la metà. Oh, che bella malapena che alla fine so trova. Oh, che bella malapena che alla fine so trova. La fa il pan così durato da i bracci ben doma che diventa colecoto meglio assai del bussola. Oh, che bella malapena che alla fine son trova. Oh, che bella malapena che alla fine so trova.